So delighted we should finally meet. I've always had a feeling you would show and leave me here in your afterglow, just so I can be with you, and I'll know how it feels for me to live like you do and to die like you do. I wanna be with you, so I'll know how it feels for me to live like you do. Darling, please let me be with you. Please let me be with you. Einen wunderschönen guten Abend oder auch Montagmorgen, je nachdem. Nach der Nachtschicht ist mein Schlafrhythmus immer noch in der Nachtschicht und ja, ich starte meinen Stream jetzt halt nachts, bevor meine Frühschicht beginnt. Ich habe einfach keine Lust, bis nächste Woche zu warten, beziehungsweise Ende der Woche. Ich möchte zumindest einmal gestreamt haben. Und somit starte ich jetzt mal die Runde. Die gute Nachricht ist, mein Schnupfen geht langsam weg. Mag sein, dass ich immer noch leicht verschnupft klinge, aber es geht jetzt wirklich bergauf. I'm feeling seasick. Seasick? Aren't you used to flying? Flying, yes. Flying is no problem. Flying is flapping your wings and praying for a good tailwind. This isn't flying. This is torture. So why don't you jump out there and fly instead? What? And catch a cold? Are you kidding me? You do know that it's freezing out there, don't you? And it's not like I can keep up with this infernal machine. My wings are made for comfort flying, not marathons. No, I'll stay here. I'll just find a corner to go throw up in instead. Nice. Nice, sagt sie. Na gut. What's it like being a talking bird? My beak is a finely tuned instrument of love. When I speak, girls tremble. And also guys. Guys tremble too, but not in the same way. Right. How long have you known April? That depends on how you look at it. We go way back. But I haven't really seen her since way back. What happened? She sent me on my merry way. She wanted to go find herself, which actually means go lose everyone else. I can recommend it, though. It's very liberating. I went off to find myself recently, and I have nothing but good things to say about it. You see, I was about to get married, and... To a bird? I mean, not a woman. Well, yes, a woman. A female bird. Someone with wings, like you. Yes, that's right. A bird. Anyway, so the idea of settling down, building a nest, starting a family... I don't know. I started freaking out. So I went on a journey of inner discovery. You went on a journey of discovery?
inner discovery, a quest for personal understanding, a mission of self-realization, a voyage of inward fulfillment, a trek to the... Okay, yes, I get it. You wanted to find yourself. It's brilliant! You desert everyone, abandon your responsibilities and relationships, and focus completely on your own personal misery. It's a douche for the soul. You know, Crow, I think you may have misunderstood what finding yourself is all about. Das klingt fast wie meine Psychose. What? No, April showed me how it's done. I can't believe I didn't do it sooner. I feel so much lighter. Not a care in the world. Except for, the total and abject misery in my heart and soul. Meine Psychose, wo ich jetzt aktuell nicht mehr psychotisch bin. Aber ich denke auch noch sehr oft über alles nach. So you abandoned your fiancé to go on a selfish journey of inner discovery. Abandoned is a strong word. Left? Deserted? Forsook? Yes, and yes. Slipped away in the dead of night? Sure. But it was all for the best. I obviously wasn't ready to, become a responsible, grown-up, magical bird. Where does one go to find oneself, I asked. Granted, I only asked myself, and I probably should have gotten a second opinion, but there you go. So I decided to seek the center of all wisdom and knowledge in Arcadia. This Dark People's City. No. Some fortune teller in Zan. She stiffed me. It was actually blind luck that I ended up in the Dark People's City. I never intended to go there, but it was a real blessing, I tell you. These guys, they let me read anything I wanted. And I've learned a lot. Like, for example, did you know that a Diavan water snake can grow to be almost 200 meters long? I didn't. I didn't really want to find out either, because now I'm really freaked out by water, but there's not much else to do in the place except read. Read, eat, read, sleep, read, go to the bathroom, and read at the same time. It's really very, very dull. But all that introspection gave me perspective. I wisened up, and now I'm ready. Ready to get married? Ready to admit that I'm scared out of my feathers about getting married. So no, still on that journey. About April. I don't understand what happened to her. Oh, she was the sweetest, prettiest, nicest girl you could have ever imagined. And she was a real trooper. Save the world and all. You don't see a lot of people doing that these days. But things didn't turn out the way she thought they would. She couldn't go back to her world, first because she was afraid, and then later because she lost her powers. On top of that, the Azadi were after everyone from Stark. Everyone with special powers, everyone who was allied with the Magicals. In the end, I think April just snapped. She was so angry. She felt so betrayed. She had to take it out on someone. Fortunately, she decided to take it out on the Azadi. I wanted to stick with her. I really did, despite the yelling and the bitterness. But in the end, she just up and left me. Right in the middle of nowhere, too. I tried looking for her, but after a while, I gave up. I got the distinct feeling she didn't want me around anyway. So, I left to begin a new life. I don't think there's anything you could have done, Crow. Sometimes the people we know and love change, and sometimes that means we have to move on. What powers did April lose? Her special thingy, being a shifter. First, she didn't want to go back to Stark, and then, one day, she couldn't. Her powers went poof, and no one knows why. Ooh. What? What? Why did you go, ooh? Because it's spooky. Also, I like saying it. It makes my beak vibrate. You don't think she lost her powers because she felt her powers were the cause of her misery? It's, of course, I wouldn't know what... Huh? Seems to me that she was scared about facing reality again, and she decided that her powers would only bring more pain. So she lost them. Oh, that's, psychology, isn't it? Oh, brilliant. You human females from Stark are really clever. So,
Hey, if we hit April with a really big frying pan, she'll come to her senses, right? What? No. Yes, it's called therapy. I read about it somewhere. Well, not read, more like heard. In a seedy tavern near the docks. After 11 thimbles of Mary Minstrom's yellow fire. Just before dawn. On a Monday. But I remember the fella who told me. Big lad. Arms as thick as oak trees. A stunning collection of scars. Nice eye patch. A real therapist he was. Wait, maybe it was rapist. It was nice chatting with you, Crow. It's been very informative. Glad to help, doll. Doll? I mean, independent and self-reliant female person who's not an object to be ogled at or used solely for my own personal amusement and pleasure. Welcome to our city. The White of Akin is expecting you. Who? That's the White Dragon, Zoe. How did she know I was coming? I stopped asking those kinds of questions a long time ago. You just have to start buying into stuff like destiny and precognition, or you'll go nuts. She waits in the library. Follow me. Right. Okay, no point in asking any questions, is there? Absolutely not. It'll only make your head hurt. Der Erfahrungsbericht von Crow. Wirklich Gold wert. Part of me just wants to go back inside and close the door. Have you seen anything like it? Never. I thought I'd seen everything, but this is truly amazing. I hope Brian and, Crow, knows how to get back to the mainland. This is a really strange place. Tell me about it. I couldn't sleep for the first couple of weeks. All those fancy lights, and the spiders freak me out. Spiders? Exactly. The White Dragon will be in the library. The White Dragon will be in the library. There are some huge things out there. I hope those, windows are thick. Tons and tons of books.
He's taking me to see the White Dragon. Hi, I'm Zoe. How fascinating. You're here, and yet you're not. Can I touch you? Can you... What do you mean by... Who's that? Oh, I forgot. This is my friend Brian Westhouse. He's a traveller, I guess. You sound so familiar. You've heard my name before? Your presence, your being sounds familiar. And also disconcerting. I feel a prickling on my skin. What do you call it? Goosebumps? My apologies, ma'am. I don't wish to perturb you. Maybe I should just leave you... No, please. Stay. Perhaps I'm sure it's just me. You see, I don't understand this body yet. I don't know what any of these feelings mean. I apologize. You're most welcome here, traveler. Thank you, ma'am. I'll leave the two of you alone while I peruse this magnificent library. You've come to me for the same reason April came to me not long ago. You're stuck. I'm stuck here in Arcadia, yes. I need to go back to Stark. But this isn't the only place you're stuck. You're stuck in life, like driftwood to a river. You lack direction. You lack faith. Maybe so, but that's why it's important that I go back home. People there need me, and I want to be there for them. I don't want to be adrift anymore. I want to be where I'm needed the most. And that will bring you home, Zoe. Your commitment to your friends, your belief in yourself, and your abilities. Faith will bring you where you're needed the most. How? It's easy. You're not really here. That's what you said earlier. But it doesn't make sense. I'm right here. Yes, and no. You're unlike anyone I've ever met. You belong to the story time. Okay, now you're being cryptic. I've had enough of that. I can't take any more riddles. Just tell me what it means. I'm sorry. It's not cryptic to me. It just is. With all due respect, I just want to get home. I want to help my friends. I want to stop the bad guys from winning. I want to be myself again. The last time I was here in Arcadia, I fell asleep. And when I woke up, I was back home in Stark. How did I do that? When I fell asleep on the airship on my way here, I didn't disappear. That's because you didn't dream. If you dream the right dream, it becomes reality. You can go anywhere you wish. To go back to your own world, you just have to wake up. You mean this is all a dream? This isn't a dream, but you're dreaming. I'm confused again. All I need to do is go to sleep and dream about home, and then I'll wake up and be home. Maybe. I've never met anyone like you. I only know that there are some who have a strong connection with the world of dreams. And you are one of them. I'll just have to take your word for it. Help me fall asleep. Help me dream, or wake up, or whatever it is you said I need to do to get home. Time's running out. I have to be where I'm needed the most. Come here. You must find her, Zoe. You must help her. Wherever she is. That's where you're needed the most. Where did she go? What did you do to her? Did you use magic on her? I didn't do anything to her, funny bird. She left this place on her own. But she just vanished. I know. Isn't it fascinating? There's no one else like her. She's special. I've never met a human girl who hasn't been special. For all I know, they've all got strange powers and important destinies. I just hope she's okay. Most interesting.
Crossroads. Ich glaube, ich weiß noch, was hier kommt. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das gerade jetzt in diesen Abschnitt kommt. What? Aber ich glaube schon. This isn't home. Where am I? An diesem Punkt frage ich mich echt, ob die, wenn ein 4. Teil rauskommt, eine Story erzählen werden, wo die Zeitlinie bearbeitet werden kann. Weil hier wird halt was passieren, was jeder verhindern wollte. Mit Zoes Erscheinen. Und ich denke, die wollen das dann auch irgendwie wirklich aus wichtigen Gründen gerne verhindert wissen. Nur in diesem Spiel wird es halt nicht verhindern. Fireworks. Maybe they're celebrating something. Und im nächsten Spiel wird ja auch erstmal die Story einfach nur weiter erzählt. Closed and locked. I don't think there's anyone in there. Is that April? April! We'll need to make another run south before the ice breaks, though I'm guessing Mercuria is out of the question. We lost some good people. We got careless. We were as careful as we could be. We just got unlucky. It was bound to happen sooner or later. Let's just hope we got enough intelligence out of it to justify the losses. I wish I could say that's the case. The fact is, they're getting too strong for us. They tore us apart down there. Easy as... Quit your whining, woman. The Raven I know is tougher than that. There's enough doom and gloom in this place already. Which is why I'm going back. To Mercuria? Are you sure that's wise? We stay here, we go there. It's all the same. They're coming and they won't stop. Not until we strike at their heart. Mercuria, the tower. Ha! The tower! It'll take more than you and your band of merry rebels to topple that one, Raven. And even if you do, you think that'll stop them? No. We need to stay strong. Build our allegiances, recruit more people, and keep the enemy from our doorstep. Time and patience will decide the victor. We don't have time. Look at what happened in Mercuria. We have to act now. We have to take the war to them. I'm inclined to agree, Raven, but we're not strong enough. Not yet. If you stay here, we can train more people, build our strength, And talk about how someday we'll crush the enemy and take back our lands and our cities. That's what we do best. Talk. They murdered my friends. They arrested our most trusted ally in Mercuria, and they're probably moving north even now. And you say we should wait? I'm done waiting. The Azadi don't have a clue where we are. Trust me, Raven, we're safe here. Besides, no one but me and my boys can navigate the rivers and swamps between us and the Bay of Fire. Even if the Azadi should learn of our whereabouts, the scouts will give us 2 days' warning. We'll sink their boats before they even know what hit them. Even so, I can't just sit here and wait. I have to do something. I swear, Raven, you'll get yourself killed one of these days.
Sometimes I wonder if that's not what you want. But if it's south you want to go, if you want to take your war to the Azadi, then fine. You'll have my boat. I'll take you where you want to go. Now, you'll have to excuse me. We still have to unload the grain and move all the supplies into storage. I'll come by later and give you a hand. I just have a few people I need to speak with first. The captain got the ship out of Mercuria just in time. Another few hours and they would have arrested everyone, I'm sure of it. Boats are very important here. You cannot reach another section of the city without one. Even here, people keep their doors closed and bolted. The Azadi have taught us to fear and distrust each other. We've all lost our homes and our lands, but thanks to you, Raven, there's still hope that we will see them again someday. I never wanted this, but the enemy left us with no choice but to take up arms against them. Kara. A moment, April. Please make sure the herbs are distributed to the lieutenants. They are each responsible for their group getting the medicine they need. April, thank the balance you escaped Mercuria and that Bryn and Chowan made it here with the supplies. Your efforts are much appreciated. Guten Abend, Seniorenclub. Ja, es geht besser, es geht bergauf, mein Schnupfen geht weg. Die Nase ist eventuell noch leicht dicht, dann klingt das noch leicht verschnupft, aber es geht. Es wird jetzt. Aber die ganze Woche hatte ich noch damit zu tun, leider. Aber jetzt wird es endlich besser und ich freue mich. Und wie geht es dir so? Kara, about Benrime, we need to do... She put her life on the line for us. We won't forget that anytime soon. We'll sing her song at the tables tonight. The Azadi will be keeping her alive until they can ship her west. They like to have a show trial before executing their prisoners. If I can take a dozen people with me south, I can... You intend to take on the entire Azadi army by yourself? No, April. This war will have its victims, and you'll have to learn to live with that. You may have a death wish, but not everyone shares your lack of faith in the future. In time, we shall prevail. I've dedicated my life to fighting the Azadi, Kara. What makes you say that I have no faith? You've already given up your life. You don't fight because you want to destroy them. You fight to destroy yourself and your demons. Granted, your ferocity and guidance have strengthened us. The enemy fear and curse your name, and you've made them tread more cautiously in the north. But both you and I know you're not doing this for any greater cause. You're doing this because it's the only thing you have left.
And I can't have you taking our people with you on a suicide mission. So we let Benrime rot in prison, is that it? We let them take her to their country where she'll die because she helped us? Yes, we do. Benrime isn't stupid. She knew the risks. She knew it was a dangerous game to play, and she played it as safe as she could. Unlike you. I don't accept that. I can't leave her to die. Accept it or not, you're not taking anyone south. We have enough trouble protecting our homes and our supplies. We can't afford another setback. They're not your people. They make their own decisions. That they do. And you may find that for once, you're on your own. Now, if you'll excuse me, I have other matters to attend to. I'll see you at dinner tonight, April. And thank you again for bringing us the supplies. Without them, we wouldn't have lasted through the winter. Hui, hui. Ich hasse diesen Story-Abschnitt, aber ich bin auch gespannt, ob es wirklich den 4. Teil gibt, wo das dann vielleicht nochmal Zeitlinien dimensionstechnisch korrigiert wird. Ich kann es mir halt vorstellen. Aber generell könnte, wenn das einen 4. Teil gibt, echt alles erzählt werden. Schön allein mit der Saga, die dann im nächsten Teil vorgestellt wird. Naane, April on. It brightened my heart and spirit to see you here, safe and in good health. We heard that you had escaped Marcuria, but I was worried nonetheless. And now the stars have brought you back to us. How did you get out of Marcuria? I heard they shut all the gates and posted guards at all exits. As a stowaway on trade ship bound for Khorasan, and on a leap first back north along the old paths. Azid was generous enough to share her mount with me. I'm glad you're safe. Good thing Bryn and Chuan had just left with the supplies. They were the lucky ones. The stars shine on all of us, April on. What about our friends at the Journeyman? What about Benrime? I'm sure they don't feel so lucky right now. Fortune often has a dark side, but there may still be a chance to aid the innkeeper. What? How? I have just been told that someone arrives from Marcuria with word of Benrime. He wishes to speak with you. Who? A stranger, a friend, a messenger. He wishes to meet with you on the West Pier. He will speak with you and no one else. Are you sure this man is a friend? How did he find us? Would I lie to you, Aprilon? I'm sorry, Naane, of course not. I trust you. I'll go right away. Listen, if it turns out this man has important information and I have to go back to rescue... I would not let you walk alone, Aprilon. Go now. He arrives soon. Riskante Nummer jetzt. Ja, das Setting ist halt das Setting, welches man im 3. Teil zu Anfang sieht. Und du weißt ja sicherlich, wie der 3. Teil angefangen hatte. Und entsprechendes wird auch hier gleich passieren, ohne großartig spoilern zu wollen. Und das ist halt irgendwie eine Schlüsselszene, wo ich mir echt vorstellen kann, dass die mit Saga, wenn es einen 4. Teil gibt, umgeschrieben wird. Schon allein wegen Zoe, die ist ja eigentlich nur da, weil sie April helfen soll, oder retten soll, besser gesagt. Und April gar nicht weiß, dass sie gerettet werden muss. We don't want to keep it all in one place, in case of trouble. Auf jeden Fall lässt sich in diesem Spielabschnitt nicht viel ändern. Man muss jetzt einfach da durch. What's that? I think the celebrations might be getting out of hand. I need to speak with Kara about that. Celebrations natürlich.
This is it. But where's the messenger? Who are... Ich finde es immerhin noch interessant, dass jede Seite einmal dann hier in diesem Punkt erzählt wird. Naja, das sind natürlich wilde Zeichen, ne? These doors do not look very secure, but in a remote place like this, they don't have to be. Jede Seite wird erzählt und das ist auch ganz wichtig. Ich kann mir sowas von vorstellen, dass im 4. Teil das aufgegriffen wird. Dies ist der Punkt, wo eigentlich was gewendet werden soll, was aber nicht gewendet wird. Und ich kann nur sagen, ich würde es riesig feiern, wenn der 4. Teil bald mal kommt. Aber ich habe davon nichts gehört, aber ich habe auch nicht recherchiert. I'm here. I have kept my part of the bargain. Now it's your turn. I have done what you asked of me, Azadi. Your scorpion waits on that pier, alone. Leave. If I ever see you again, my sword will kiss your throat. For what I have done, I am already dead. This is it. But where's the messenger? Who are... You? I remember you. From Marcuria, but you're the Azadi. What are you doing here? Have you been... Shit! You followed me here. I swear by my sword I did not follow you. I came here by other means. I wish you no harm, mistress. You spoke to me with honesty back in the city, and I respect that. So what the hell are you doing here? If you brought soldiers with you... There's civilians here. Women and children. I did not bring any soldiers. I am alone. Then why... Please, let me explain. I'm an apostle. We are missionaries. We bring the word of the goddess to unbelievers. But we do so with cold steel and swift death, instead of sermons and prayers. We are the last resort, and we are feared. I have never before doubted the righteousness of my mission. The goddess is the one true deity, and we must bring her light to the darkest places. And yet, I have seen and heard many things in my brief time here in the Northlands. I have seen with my own eyes how ignorance and fear are leading some of my people astray, how arrogance and distrust threaten to corrupt our mission. I have witnessed deeds of which you spoke so passionately when we first met, that have lifted a veil from my eyes. Does the goddess, in her infinite and unquestionable wisdom, truly want us to commit these deeds on sovereign peoples in these sovereign lands? When we last met, mistress, your words awoke something inside of me. I have never questioned my mission, or my faith. To do so would be to question my entire existence. And still, now that we meet again, I'm reminded of the parting words of an old friend. Words dismissed too quickly, and I find myself torn. Bravo. That's a very convincing speech, Apostle. You almost had me going there for a moment.
But the fact is, you're an enemy assassin. You're in our city, and you didn't come here to talk to me. I am an assassin, and my mission is plain and undisputable. Only, I believe now that the goddess has led me here for another reason. Led me to you. Why else would she have brought us together? First in Marcuria and now here, if it wasn't to show me, show us, a different path. Sorry, I don't believe in destiny or divine intervention. Not anymore. I believe that some things are meant to happen. Call it destiny. Call it the will of the goddess. Call it chance. But do not call it coincidence. So what now? You expect me to just let you walk out of here? To accept that you've seen the light? No. Yes. I don't know what to think anymore. I only wish to speak with you for a little while longer. To understand. To open my heart to a different truth. I believe the goddess wishes to speak to me, and not to those who would interpret her word to suit their needs. And what's your goddess telling you? That my path, a path I have never even considered questioning until this moment, may be one that leads into shadows, and not into light. Look, if you came here to find enlightenment, Azadi, you've come to the wrong person. The name is Kian, mistress. I cannot claim that I came here to find enlightenment, quite the opposite. Yet now I'm starting to see that a great injustice may have been done to the peoples of the Northlands. If that is so, it's my duty to help undo the damage. You're planning on turning against your own? I will never take up arms against those I have sworn to protect. But I intend to return to Sadir and inform the Six, our empresses, about what goes on in the provinces. Why? Because it is not right. It is certainly not the will of the goddess. And it is a betrayal of everything I have been taught to believe in. I still don't understand, Kian. Faith, mistress. I feared I was losing it, but I was wrong. My faith is as strong as ever. It may quite simply have been misplaced. I guess I owe you a name. I'm April. April, I am pleased to make your acquaintance. You shouldn't stay. If anyone sees you... You will not tell them. I don't have an easy time trusting anyone as Kian. But I'm beginning to believe that you're the real thing. An honorable man. I try to be. But I still don't understand why you're here. And I don't understand why Naane told me that you're... So, und nun die Action. I knew you were weak, Apostle, but I never imagined you would go so far as to betray your own people. Vamon? What in the name of the goddess are you doing? Your job, Alvane. Destroying the enemy. Or did you forget that was why you were sent here? There are women and children in this city, Vamon. Civilians. They're all equal in the eyes of the goddess, are they not? Terrorists, wives of terrorists, children of terrorists, sinners. Every one of them. As for this one, is this who you were sent to kill? To... kill? No. I was about to tell you. I did not know who you were. I came to find the Scorpion and I found you in his place. Scorpion? That's the name your people gave me after I put the fear of the balance into them. You're... him. Your mouth is filled with venom, which... even to the last, you are truly beneath us. And you, Alvane. Arrest him. Lower your weapon, soldier. I'm an apostle. No more, Kian Alvane. You have betrayed the Six. You have strayed from the path, and you have forsaken the mission. You have become soft, like a spoiled fruit. You actually empathize with these heathens and murderers. You, Apostle, have committed a mortal sin. You have lost your faith. No, Vamon.
It is not I who have strayed from the path. It is not I who have lost my faith. What are we doing to these people? Why are we trespassing on their land? This is not the will of the goddess. So now you question your empresses too. Your hole grows deeper by the second apostle. Alvane. Still, the goddess is merciful, and so am I. I'll give you one more chance to prove your loyalty and save yourself from eternal damnation. Do what you came here to do. Kill this murderous witch. Kill the Scorpion. Ist das nicht eine Scheißsituation? Also das letzte Mal habe ich auf keinen Fall Yes gemacht. Ich habe, glaube ich, No gewählt. Was meinst du? Eines von beiden? Also Yes auf keinen Fall. No hatte ich schon. Die beiden werden jetzt einmal nett zum Ausprobieren. Ich meine, es ist eben... Ich kann es mir bei ihm halt vorstellen. Aber es hilft halt auch nichts. Ich würde dann eventuell das wählen. Das ist auch ein bisschen unpassend. Na, als ob die irgendwie Redeschutz bräuchte. Also 3, 2, 1, ich klicke mal los, würde ich so sagen. Obwohl, das habe ich auf keinen Fall gewählt. Vielleicht. Ich werde mal so tief sinken. Also bitten hilft ja überhaupt nicht. How do you know that this woman is the Scorpion? Are you feeble or just deaf? She confessed to us. I am the Scorpion. Do you honestly think I fear death? I've faced it countless times and I've never blinked. You should fear death, witch. The goddess does not smile on murderers and heretics. What stays your blade, Alvane? Whomever she is, whatever she's done, she does not deserve death. I cannot kill her. Very well. You've made your choice. Kill her. Nö. Nochmal, bitte. Ich glaube, ich hatte das sogar auch alles ausprobiert. This is it. But where's the messenger? Who are... You. You're the... I did not... Then... I just... Brava, but... I would... That... April, you... I knew you were... No, Me. Spare her life, Amon, please. She has only killed to protect her land and her people. She has murdered Trueborn, Alvane. Her hands reek of their blood. How can you proclaim her innocence when she admits her own guilt so readily? At least let her stand trial. Let her speak. Let her explain her actions to the council. Maybe then we can get... I'm not going to stand in front of your judges and plead for my life. I'd rather die here. Och, April. Very well. You've made your choice. Kill her. Und das ist halt die Situation, die Zoe eigentlich verhindern sollte. Und sie konnte es halt Please nicht. don't tell me you felt for that goddessless butcher. What you're doing here is wrong. What? Protecting our people from terrorists? Destroying the enemy's stronghold? Tell me, Kian, what exactly am I doing wrong? These people are only defending their homes and lands from invaders.
We're in the wrong here, not them. You've fallen far deeper than I thought possible, Alvani. It will be entertaining to see you stand trial. It will not happen. When the emissary... The emissary was the one who ordered you arrested, Alvani, after you let the innkeeper and that smuggler vessel go. It was clear to the mistress that your loyalties were no longer with the Empire. Although, ironically enough, you were the one who led us here. I'm sure that will count in your favor at the trial. Maybe they'll even let your body lie in a marked grave. Take him away. I'll make you pay for this, Famon. I swear by the goddess, I will not rest until your beating heart is in my hand. Such unpleasantness. Kill them all. Burn the city down. Leave no prisoners. Ich hasse diesen Abschnitt. She's dead, Chuan. Dead. She is dead, and there is nothing we can do now. If you do not quiet down, we will soon be dead ourselves. We might as well be. Listen, they're killing them. Every one of them. What's the point of surviving if we're alone? That's it. I'm going out there. Bryn, no. There are too many. We will make our way to safety and regroup, but first we have to help her escape. You cannot leave with us. It is too dangerous. You will not survive. You need to fall asleep again. But they're already searching the houses. If we stay, won't they kill us? When you fall asleep, you disappear, like dew to the sun. You travel. I have seen it with my eyes. I know, but how can I fall asleep here, now? Chuan. Das ist halt der Hand me Punkt. that pouch over there. They're coming closer. Do as I say. Quickly now. What's that stuff? Cover your face, Bryn. You breathe deeply. What is it? It is a powerful magic. It will make you sleep. Breathe it. Shit. They're coming. Chuan, we need to get out of here now. It's not working. I'm not falling asleep. Breathe. Slowly. Deeply. I'm trying to, but it's not helping any. I'm only feeling woozy. They're here. Chuan? We must leave. Go. Go! For Raven! No, Bryn! Es läuft hier echt alles jetzt scheiße. Who's there? Hello? Ich Funny freue bird. mich auf den Is vierten that you? Teil. Oh, I didn't see you. Are you looking for something? Wait, no! What are you? Damien? Oh, my head. Damien? Are you here? He promised me he'd stay. Was für eine Scheiße, nicht wahr? Ich brauche mal kurz eine kleine 4-Minuten-Pause. Ich bin sofort wieder zurück.
Okay, das ist der Punkt. Der Punkt of no return. I've spent most of my time here sleeping. I must have been completely exhausted. I don't think this has been cleaned in a while. Damien definitely needs a housebot. Hey, there's a message for me. It must be from Damien. Ja, dann schauen wir doch. Zoe, I hope you get this message. I had to leave quickly. The worm was... They found it, and they will track it back to me. I didn't want to leave you, but I had no choice. I tried to wake you up, but you weren't responding. The good news is, before they caught it, the worm did collect enough data for me to get the coordinates we spoke about. The intrusion into Dreamcore originated in Russia, just outside St. Petersburg. I've sent you the exact coordinates, along with a map. If I manage to get out of here, that's where I'll be heading. If you decide to go there, and I expect you will, be very careful. I'll try and contact you, but I can't promise anything. Zoe, you must leave, right now. When they discover who planted the worm, they'll send someone to the apartment. You need to be gone. The quickest way to St. Petersburg is by scramjet. Oh, and there's some warm clothes in the bathroom closet. Good luck. I'll see you soon, I hope. Take care of yourself. You have one new message from Dad. It's me. I've been calling you for a couple of days now, but you're not picking up. And you haven't replied to any of my messages. What's going on? Where are you? Please, call me as soon as you get this. I'm getting worried. Okay. Bye. Hello, Zoe. I'm sorry, but I'm currently away from my phone. Leave me a message and I'll call you back as soon as I can. Hey, Dad. Look, I'm sorry for not calling you back sooner. I've been so lazy. All I do is sleep and hang around the house. Big surprise, right? I hope things are going well for you in Bombay. You don't have to call me back, not unless it's important. I'm perfectly fine. Very bored, but fine. Oh, and don't worry, I haven't spoken to Reza. I'm staying out of trouble. Promise. Love you. Bye. Okay. I'm not going to rummage through his private files. Dressed like this? I think not. So, Zoe ist angezogen. Chapter 11. Auf geht's. I don't think this has been cleaned in a while.
This is it. These are the coordinates Damien gave me. If the data the worm got from the Dream Core is correct, the virus originated inside that factory building over there. Okay. There's no way to access this without the right card or data cube. Angezogen, dann ist ja nicht mehr spannend. Wenn du meinst. This car looks to be in working order. It might even have some power left, which means that if I can access the controls, it can be moved. This car looks to be in working order. That's the car's access panel. If I can get that panel open, I might be able to hack into the car's systems. Was haben wir I hier? don't have the upper arm strength to carry one of those. This is like a showroom for derelict industrial areas. Crates? Check. Barrels? Check. Burned out cars? Check. This car looks to be in working order. It might even have some power left, which means that if this car looks to be in working order, it might even have some power left, which means that if I can access the controls, it can be. If I can get that panel open, I might be able to hack into the car's systems. Brauche ich einen Lockpick? Ja. Ach, das schon wieder. Scheiße. Okay. Hier war ich das, da war ich das. Dürfte theoretisch easy peasy sein. Da war ich das. Okay. Okay. Concentration. Ach, fuck. Okay. Dann muss ich den noch richten. So, voilà. The
systems are still operational, so the car must have some reserve power left. The systems are still operational, so the car must have some reserve power left. Und das nächste Rätsel natürlich. Das sind ja Gott sei Dank alles entspannte, leichte Dinge. Crash. I hope I didn't damage it too badly. At least now it's in a position to help me get inside. Ja, manchmal mehr, manchmal weniger. Das Seniorenclub. I hope I didn't damage it too badly. At least now it's in a position to help me get inside. I hope I didn't damage it too badly. At least now it's in a position to help me get inside. Es geht alles bergauf, aber manchmal kratzt es halt noch. Und manchmal brauche ich auch noch ein Taschentuch, aber nicht mehr ganz so häufig. Und ich freue mich. So eine Erkältung ist 2 Wochen lang schon sehr anstrengend. I don't think I can kick this one in. Okay, kann ich hier irgendwas mitnehmen? Ich glaube nicht. There's no way to use it without gaining access to the system. Okay. Naja, es muss ja auch nichts Schlimmeres sein. Ich finde, eine Erkältung, so ein Erkältungszustand ist halt auch schon etwas, das muss eigentlich nicht sein. Jede Krankheit, jede Symptomatik, die man hat, ist eigentlich immer nur ein Zeichen, dass etwas so gewesen ist, wie es halt nicht gehört. Aber vieles lässt sich halt schlecht vermeiden. Besonders wenn man arbeitet. Und deswegen ist man ja halt auch verpflichtet, in der Krankenkasse zu sein. Weil Arbeit halt auch krank macht. Nicht nur frei, sondern auch krank. Es ist, wie es ist. Ja, genau, das meinte ich doch. Vor allem psychisch. Ja, nicht nur die Arbeit. Und psychisch macht alles irgendwie aus. Also das ganze Zusammenspiel letztendlich. Ja, und Einsamkeit sicherlich auch. Aber man muss sich manchmal einfach nur aussuchen, was denn schlimmer wäre. Und ein paar Entscheidungen treffen. All it needs is a little encouragement. Denn schlimmer geht bekanntlich immer. Man muss sich immer, oder man sollte sich im Idealfall immer das geringere Übel aussuchen. Oder besser gesagt, im Idealfall hat man halt auch mal eine bessere Wahl, aber hat man leider im Leben eher selten. Aber
Es ist ja alles noch nicht das Ende meistens. Und man kann sich Dinge ja halt auch ein bisschen mitgestalten. Aber es ist wahnsinnig anstrengend. Und es geht halt alles nicht sofort auf Fingerschnippen. Und das ist, glaube ich, das Allermühseligste dabei. Die ganze Zeit, die man verstreichen lassen muss. Ohne dass es einen so richtig perfekt gehen darf. Seit 2 Wochen mit Menschen abgeschlossen. Okay, ist ja noch relativ frisch. Ja, aber manchmal braucht es das halt. Man muss halt manchmal erkennen, was und wer tut einen gut. Wer eventuell nicht, mit wem entstehen vielleicht erst manche Konflikte, die man auf keinen Fall mehr entstehen lassen möchte. Aber es hat ja auch alles irgendwie manchmal eine andere Thematik. Ich weiß ja nicht, was denn bei dir so vorgefallen ist. Also ich persönlich halte mich ja auch mit Absicht sehr viel zurück. Und ich möchte halt nur mit ganz bestimmten Menschen was zu tun haben aus nächster Nähe. Nicht, weil ich dann halt völlig unkommunikativ wäre, sondern einfach, weil ich weiß, dass das halt bei mir Dinge gestaltet, mit denen ich nicht umgehen kann und von denen ich halt krank werde. Und andere sind halt manchmal nicht so in der Lage, Ursache und Wirkung im Sinne, wie es dann halt auch sich tatsächlich auswirkt, bei mir dann zu verstehen und zu begreifen und das berücksichtigen zu können. Und deswegen sage ich häufig, nee, dann kein näherer Kontakt. Theoretisch, also neutral gesehen, komme ich mit jedem klar, so auf guter Distanz. Aber aus nächster Nähe möchte ich das nicht, weil da funktioniert das halt alles ein bisschen sensibler und anders mit mir. Und so viel Sensibilität kann ich vielen, die halt das nicht besitzen, überhaupt nicht zumuten, verstehst du? Ja, ist schwer zu formulieren. Ja, die Tiefe, die fehlt bei vielen, finde ich auch. This console must be for controlling the factory floor. Die meisten suchen halt etwas zur Belustigung und zur Bespaßung. Und quasi die meiste Zeit, viele denken halt so mit dem, was sie zwischen ihren Beinen haben. Ist zwar ein Klischee, aber ich hatte gerade vor kurzem wieder so einen Augenöffner, dass das irgendwie tatsächlich so schlimm ist. This console must be for controlling the factory floor. That panel controls the loading bay doors. Es ist halt, also man kann es ja niemandem vorschreiben, was jetzt nun richtig zu sein hat und was falsch. Wichtig ist nur, dass man sich irgendwo selber treu bleibt. It's a production line. It looks pretty old-fashioned. Weil das Richtige wird sich halt auch nicht finden, wenn man sich ständig anpasst und verstellt. It's a production line. It looks pretty old-fashioned. Deswegen, zumindest in meinem Privaten, bin ich da dann relativ, was heißt die Privaten? Ich bin hier auch im Stream, welches für mich halt auch schon privat ist, sehr, sehr offen. Nur ich lasse halt nicht so nah an mich ran dabei, dass es mir in irgendeiner Weise doof ausgelegt wird. It's a production line. It looks pretty old-fashioned. Beziehungsweise, dass mir dann halt auch niemand irgendwie was kann.
Ja, ich glaub, ja, jeder hat so sein eigenes bestes Stück. Aber ich bin halt so ein bisschen mehr Brain-Fan. It's a production line. It looks pretty old-fashioned. Und das Ding ist, egal was Menschen mir vorspielen, ich nehme halt nicht immer nur an, was sie mir vorspielen und vorgaukeln, sondern ich nutze halt meine Wahrnehmung für Dinge, die halt wahr sind. According to this, I'm standing exactly in the location where the intrusion originated. Or maybe right above it. Und das wird manchmal unangenehm manchen Leuten, habe ich das Gefühl. Ich lasse mich halt nicht mit Schauspiel bedienen. Ich nehme das zwar vielleicht so hin, aber ich lasse mich davon nicht manipulieren. Und ich bin eigentlich sehr stolz darauf. Aber das ist halt das, was mich anderen gegenüber anstrengend macht. It looks pretty old-fashioned. This was definitely put up quite recently. It looks brand new. Man kann sich mir halt nicht mit einem Schauspiel entledigen oder mich mit einem Schauspiel dann ranziehen, sozusagen. It looks like a ventilation shaft of some sort. I can feel a draft. Und wie gesagt, ich bin stolz drauf. Welches Bild habe ich denn von dir? Du bist wahnsinnig gutmütig, habe ich gemerkt. Und das würde selbst mir, glaube ich, anstrengend vorkommen, aus nächster Nähe. That panel controls the loading bay doors. Das ist jetzt total neutral gemeint. Es ist einfach nur jetzt neutral und ehrlich von mir. Das mag Menschen gefallen und anderen halt nicht, so weißt du, was ich meine. Also gutmütig ist immer gut, aber manchmal finde ich das zu übertrieben. Es ist manchmal nicht adäquat zu dem, was dann passen würde, glaube ich. Du bist halt kein Arsch. Das ist auch prima. Du kannst gerne so bleiben, wie du bist. Ärsche gibt es genug auf der Welt. Aber ich denke, jeder kann theoretisch arschig sein. Es muss halt nur nicht. Ah, da ist der Haken. Den habe ich gesucht.
It's a production line. It looks pretty old-fashioned. Jedenfalls, man kann vieles sein. Man kann theoretisch alles sein in der Wirkung. Es ist immer nur die Frage, wie sehr es dann auch so dem eigenen Wesen entspricht. Man wird in dieser Welt halt häufig aufgefordert, immer nur für anderen Schauspiel It's a abzuliefern. heavy-duty hook, connected to a winch, which is again connected to the boom. Weil geistige Reife und das natürliche Reifen des Geisteszustands überhaupt It's nicht a mehr heavy-duty zugelassen hook, wird, connected to a winch, muss halt which is jeder again connected to the boom. irgendwie künstlich reif wirken. It's a heavy-duty hook, connected to a winch, which is again connected to the boom. Und wenn jemand künstlich reif wirkt, hat es natürlich auch irgendwo einen Nutzen. Aber meistens fehlt dann irgendwie was. Wenn etwas nicht zu erlernen ist oder irgendwo dann halt etwas gefordert wird, was natürlichen Ursprungs ist, dann haben solche Leute halt verloren. Toll, kann man das nicht? Nee, kann man nicht. Okay. Ich hätte es gerne bewegt. Oder ist das der Haken? Nee, das ist ein anderer. Ja, ich finde, das gehört auch dazu, mal auf den Tisch hauen zu können, wenn was ist. Ich kann es meistens nicht auf der Arbeit, weil ich müsste ständig auf den Tisch schauen. Und privat kann ich es mir jetzt auch nicht leisten. Gerade weil der Reifezustand vom Umfeld meistens nicht so ganz dem entspricht, was dem Ganzen gut täte. So gesehen kann ich halt nur auf geistig entfernte Art und Weise dann versuchen zu kommunizieren. Das ist manchmal so, man steht zwar nah beieinander, aber man ist geistig Welten entfernt. Verstehst du, was ich damit sagen will? Und solche Situationen habe ich halt ständig und solche Situationen will ich halt, wenn ich mir es aussuchen kann, vermeiden. Wenn ich mir das aussuchen kann, dann darf es auch alles richtig korrekt passen. Und ich bilde mir eigentlich ein, dass ich, oder auch uneigentlich, dass ich wahnsinnig gute Entscheidungen treffen kann. So was so das Passende betrifft. Insofern das dann zur Auswahl steht. Was meistens nicht so der Fall ist.
Sicherlich ist jeder besonders auf jeder. Naja, besonders. Also, ich habe halt gelernt, dass man nicht immer alles automatisch positiv hinnehmen soll. Es gibt viele Menschen, die sehr automatisch negativ sind. Und meistens tut man gut daran, die Dinge eher erstmal tendenziell negativ aufzufassen. Weil dann kann man am wenigsten verletzt und enttäuscht werden im Nachhinein. Und theoretisch hat der Gegenüber dann auch nochmal die Chance, sich vielleicht adäquater auszudrücken. Und nicht so missverständlich, sollte es nicht negativ gemeint sein. Und mal Herzentscheidungen treffen, ja genau, das sehe ich auch so. Ich glaube, haben wir eine ähnliche Meinung. Aber Herzentscheidung, also bei mir geht eine Herzentscheidung dann auch erstmal durch den Denkapparat und guck erstmal, wie das denn auch so zusammenpasst. Beziehungsweise mein Kopf dient halt auch meinem Herzverstand. Nur der Kopf muss halt erstmal die Dinge möglich machen, wie es dann halt auch gelingt und passt. Und das ist halt immer eine Herausforderung. Ganz besonders, wenn viele Dinge nicht zur Auswahl stehen, die gebraucht werden. Und man halt diese Dinge nicht alle manipulieren oder beeinflussen kann, so dass es dann alles stimmig wird. It looks to be in working order. Und es ist schwierig manchmal, wenn andere Dinge halt anders interpretieren und man keine Lust hat, ein Schauspiel zu machen, damit sie es korrekt interpretiert. Weil ich habe da immer ein Missbehagen mit, mich so hinbiegen zu lassen, damit Leute die Dinge auch mal korrekt auffassen dürfen. Weil eigentlich ist es deren Verstand, der die Dinge sehr monoton auffasst. It's a bedroom filled with medical equipment. They must have been observing the patient from out here. Normalerweise ist es halt nicht mein Fehltritt, sage ich mal. It's closed. Wenn ich sehr weltoffen bin und halt auch mehr Variablen zulassen kann an Interpretationsmöglichkeiten als andere. Beziehungsweise ich habe auch viele Erfahrungen in vielen Dingen und halt auch psychologisch gesehen da so ein bisschen tiefgründiges, ich sag mal, Wissen erlangt. Weil ich auch gefühlspsychologisch irgendwie Verstand besitze, war das halt ein leichtes. Und andere müssen sich halt immer Dinge sagen lassen, irgendwie, wie das denn läuft, wie sich das verhält. Und das passt dann halt manchmal nicht. Und wie soll man denen das erklären, wenn sie es so gelernt haben, weißt du? Nur weil die ein paar Dinge anders sehen. Wie die aber nicht sind. Aber sie sehen sie halt so. Das ist halt ein Verschobenheitsproblem oder so. Keine Ahnung, wie man das nennen soll. Man kann sich natürlich darüber streiten, wer nun irgendwie eine verschobene Wahrnehmung hat. There's something in here. Is that a data cube? Aber wenn es um persönliche Dinge geht und der Mensch sich selbst am besten kennt, kann man halt anderen da einfach nicht entgegenkommen. A child's drawings. Nur aus Fehlern lernt der Mensch ja, aber Fehler erkennen die meistens noch nicht mal, weil die alle
dann eben, es gibt halt niemanden in manchen Lebenssituationen, der über richtig oder falsch urteilen kann. Es gibt halt nur, nimmt man das so hin, kann man das akzeptieren oder nicht? Und kann man es akzeptieren, auch wenn man nicht alles weiß, dass es für alles auch logische Gründe gibt, aber die einen vielleicht auch nicht immer was angehen oder One so. bed, one patient, a child. Who was it? What were they doing here? They had this patient under constant observation. But for what reason? Viele können sich das halt überhaupt nicht vorstellen. That doll's house looks very familiar. It looks to be in working order. It looks to be in working order. Wednesday, September 23rd. This is Dr. Park. Dr. Zuboff is currently with the subject in her room. Ich breche mal auf wenige Worte runter. Ich als Mann bin emotional und treffe oft derlei Entscheidungen, weil es mein Herz... Ach, Moment. Weil es mein Herz so will und ich wege dann nicht immer vernunftstechnisch ab. Ja, okay. Bin auch schon mal 4 Stunden zu einer Freundin gefahren, weil es ihr schlecht ging. Wir hatten nichts miteinander, denn es ist wichtig, jemandem Zeit zu schenken und für jemanden einzustehen. Das wird in Erinnerung bleiben, nicht wie viel Geld du hattest oder wie groß dein Haus war. Da magst du zwar auch recht haben. Aber manchmal ist ein bisschen Vernunft auch gesund. Ich meine, wenn die Freundin dich halt wirklich gebraucht hat, dann ist das auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Und immer alles 10-mal überdenken, ob es mir einen Vorteil bringt oder jetzt intelligent war, ist nicht richtig. Ja, da gebe ich dir recht. Und da gebe ich dir absolut recht. Wenn du jemandem wirklich helfen möchtest und derjenige darum quasi gebeten hat, dann ist das absolut legitim. The subject is improving after a prolonged illness. She's responding well to stimuli and appears to be in good spirits. She even smiled at me when I went in there this afternoon to give her the injection. She didn't say much, but Faith's always been a quiet girl. We're having problems with the new synth, however, and yesterday's Morpheus injection caused the subject some degree of discomfort and pain. Off the record, I have to admit that I've had some misgivings about putting someone through these experiments. Granted, Jiva created her for this purpose, and it's not like she's ever had a normal life, but still. At any rate, it's not like we have a choice. We're simply following orders, and Wati HQ is adamant that we keep pushing forward. They want to see results, and fast, or they might shut us down. Should that happen, Faith, the subject, would have to be terminated. October 9th, it's a Friday, I think. I haven't seen daylight in a week. Faith has... the subject has fallen ill again. We haven't isolated the cause of this latest setback, but Faith's heart appears to be weakening. I don't know if it's her condition or if the drugs... Anyway, she really needs to be in a proper medical facility, but unfortunately that does not appear to be an option. HQ doesn't want the subject to be moved. I really wish there was something I could do. The subject...
I just hope she doesn't have to die here. Faith is... well, she's just a child. And I feel responsible. Partly responsible. Obviously, we're just doing our jobs, but... still. I'm going home now. Dr. Grundal is taking over my next shift. I need to rest. To sleep. I haven't slept in... anyway. October? What is it? October? Oh, what? November 3rd? God. The subject is very ill. We just gave her a very large injection of the new Morpheus, as per HQ's brief, but she's not responding. There's something seriously wrong. I think the dosage... well, I don't think she'll last... Wait, something's happening here. I'm getting some really strange... Hey, has your console stopped working? This is weird. There's just static, like a... I'm just getting static here. What's going on? Okay. We're back now. We're good. Well, that was weird. For a second, I thought I saw... Shit. Oh, shit. I think we just lost her. We just lost her. I'm not getting any readings here. She's flatlined. I think she's dead. Faith's dead. The dosage... I think I think she's dead. Can you please, just... Please go check on her. I think she's dead now. I think she just passed away. Go! That's it. November 5th. We're cleaning out the lab. We can't leave anything behind or someone might... It's strange, but I watched her die. I saw her leave us. But I think something happened. I'm not sure what happened, but something did happen. Ja, da bin ich ganz bei dir, Seniorenclub. Es ist alles wahnsinnig übertrieben. Und ja, die Gesellschaft ist absolut krank und man merkt das halt immer wieder. First there was this static everywhere on our screens. It killed most of the equipment for like 15 seconds. And then I could swear I saw something. Just for a moment, a fleeting moment. A shadow. A house. Faith's house. Her dollhouse. I don't plan on saying anything to anyone about the experiments, about the lab, about what happened. But I am leaving this crystal behind. I won't let them simply wash their hands of her, like she was never here, like she never existed. She deserves better than that. She deserves to be remembered. She was a person. A girl. Her name was Faith. This is Dr. Janine Park. That's it. Und wo du das sagst, negative Eigenschaften darf es halt nicht mehr geben. Ja, das ist halt der Punkt, wo halt jungen Menschen halt sehr schnell anerzogen wird zu Schauspielern. Und das ist halt auch total verkehrt. Wenn jemand eine Persönlichkeit hat und ein paar Eigenschaften, die halt vielleicht nicht so wirklich gut ankommen können, dann muss es halt Mittel und Wege geben oder erfunden werden, und dass das halt irgendwie dann noch passt. It's closed. Wo es für mich Frauen und Männer gab und die beiden sexuell es so handhaben, wie sie es wollen. Ja, absolut.
Ich finde auch, ein paar Freiheiten muss der Mensch halt auch genießen dürfen, aber so frei sind wir hier eigentlich alle gar nicht. Es ist halt schon ein sehr heimlicher Überwachungsstaat. Und halt auch mit sehr feinen Mitteln wird halt regelmäßig nachmanipuliert. Und das ist halt einfach, wie es ist. Died in that bed, all alone. Wollen sie sich Menschen irgendwie entledigen, da machen sie sie halt psychisch kaputt und steigern die Selbstmordraten oder so, keine Ahnung. Died in that bed, all alone. This is the house Faith lives in. She must have recreated it inside that dream place. So ähnlich wird dann halt auch das Kranke erhalten, was so manchen halt wahrscheinlich ihren Wohlstand beschert. This is the house Faith lives in. Faith died in that bed, all alone. Aber das ist, glaube ich, schon... I wonder what went through her mind being Naja, trapped in here. das Thema ist schon sehr sensibel. It's horrible. Und das klingt halt auch sehr übertrieben für Leute, die davon nichts mitkriegen, denke ich. Aber man merkt das halt überall. Schon allein, die suchen jetzt immer mehr Dinge, wo sie dann das drauf abschieben können, dass Daten abgegriffen werden, wie zum Beispiel diese ganze Smart-Technologie. Die ist halt so technisch nachweisbar, dass das alles logisch klingt, aber letztendlich wird man halt schon lange ausspioniert über, seit es Radio und Telefon gibt quasi. Died in that bed, all alone. Schon allein was mit Radiowellen möglich ist, das wird komplett verschwiegen. Letztlich wird alles, was dann so abgegriffen wird, irgendwo in einen Pool gesetzt und irgendwelche Leute, die damit Geld verdienen sollen, die das thematisieren sollen, greifen dann Privates, Intimes einfach auf. Ich finde das einfach alles scheiße. Nee, ich habe keinen Aluhut auf, tatsächlich nicht. Aber ich weiß, wie ich damals psychotisch geworden bin. Und das wahrscheinlich, weil ich keinen Aluhut auf habe. Ne? Da wurde ich quasi Staatsfeind Nummer 1 und It's a card reader. mich hat man psychisch dann labil gemacht. Ich war noch nie psychisch labil. So gesehen. Nur Leute kamen halt mit meiner Ehrlichkeit nicht zurecht, glaube ich. Und mit meiner Offenheit, die sehr, ich muss zugeben, unbedacht war. Und da wollte man mich dann ganz schnell mal als verrückt verkaufen. Und da wurde mir halt alles bewusst, was hier abläuft. Ich wusste, dass unsere Gesellschaft scheiße und schlimm ist, aber so im Detail wurde es mir dann richtig klar. Mein Cursor bewegt sich nicht. Okay. Why? Okay, jetzt aber. Nur weil viele in unserer Gesellschaft einfach komisch sind, muss ich mir das Verhalten ja nicht aneignen. Das stimmt. Aber es wäre halt auch schön, wenn der Mensch sich gegenüber Unbekanntem ein bisschen toleranter verhalten würde. Und damit meine ich halt nicht nur das Thema Einwanderung,
sondern halt auch wirklich Charaktereigenschaften des Menschen, Art und Weisen, persönliche Schwächen vielleicht, Phobien, die es bei vielen ja gar nicht geben sollen, die sind ja alle gar nicht This existent. door leads out to the factory floor, but it's closed and there's no handle. Sicherlich könnte ein Mensch viel behaupten, aber wenn er sich schon sehr auffällig verhält, sage ich mal, was nicht in den Griff gekriegt werden kann, dann gibt es sicherlich sowas wie eine Phobie. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich war vor meiner Psychose stark logophobisch und soziophobisch. Und mit mir kam halt keiner klar, weil ich überhaupt nicht so, wie ich jetzt spreche, überhaupt öffentlich hätte sprechen können. Those were probably used for packing the dolls as they came off the production line. That panel controls the loading bay doors. Erst nach meiner Psychose hat sich das alles nach ein bisschen Selbstfindungsprozess, was das alles wirklich intensiv ausgelöst hat, behoben. Was heißt hier behoben? Ich bin immer noch eigentlich gefühlt logophobisch, soziophobisch. Aber ich habe das jetzt besser im Griff, weil ich jetzt auch besser zu mir stehen kann, weil ich mich halt in meiner absoluten Eigenart rechtfertigen kann, was ich auch können muss, weil meine Ansichten halt auch sehr kritisch sind. Und das konnte ich halt damals gar nicht. Und ich habe halt die meiste Zeit Leute angeschwiegen und manchmal überhaupt nicht geantwortet, als sie irgendwie eine Antwort von mir gefordert haben. Und dann halt auch überhaupt nicht mehr reagiert und gar nichts. Das habe ich, glaube ich, immer noch relativ gut drauf. Manchmal, wenn mir etwas zu unangenehm erscheint. Aber ich habe es besser im Griff, mich jetzt auch mal kommunikativ besser in Sprache mitzuteilen. Ich meine, schreiben konnte ich. Ich hatte jetzt keine Schreibschwächen so gesehen. Komischerweise habe ich die beim Tippen im Chat oder irgendwie sowas entwickelt. Wesentlich später. Und seitdem ich wieder einigermaßen, oder was heißt wieder, seitdem ich mich besser artikulieren kann. Ich lade dich ein, wir fahren 2 Wochen nach Italien und die Welt schaut besser aus, glaub mir. Ich möchte aber nicht nach Italien gerade. Intellektualität in der aktiven Sprache macht oft sexy. Naja, den meisten Menschen ist das, glaube ich, zu hoch. Wenn es halt nicht interessiert und die Leute halt irgendwie nur den nächstbesten Joke suchen, dann bin ich denen halt meistens ein bisschen zu überfordert. Urlaub kenne ich gar nicht so gesehen. Ich hatte das letzte Mal einen Tagesausflug an die Ostsee. Wirklich Urlaub ist bei mir nicht drin. There's a big power switch in here. Ich bin immer noch sehr fleißig am Kalkulieren, wie ich im Leben dann zurechtkommen möchte. Also Urlaub passt da schon allein finanziell schon gar nicht. Und von der Zeit und meinem Energieniveau aktuell auch nicht. Ich hatte letztes Jahr so gut, ich nenne das Burnout, weil das fühlt sich an wie Burnout und das war wahrscheinlich Burnout. Einfach ein sehr starkes Defizit. Und dieses Jahr ist es halt noch nicht 100%ig erledigt.
Aber mir geht schon wesentlich normaler. Ich würde sagen, mein Energieniveau ist trotzdem höher als bei anderen Leuten, aber es ist halt nicht mein Maximum. Da ich mich halt nicht vergleiche mit anderen, kann ich halt sagen, es ist nicht mein optimales Maximum. Es ist halt gerade so mittelmäßig vom Zustand. Faith's room. She lived and died in there. That poor girl. It looks to be in working order. It looks to be in working order. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. It looks to be in working order. Lockers. Faith's room. She lived and died in there. That poor girl. Keine Witze verstanden, okay. Ja, also manchmal sind die Witze halt so, also für einen Mensch, Faith's room. It's closed. vielleicht rede ich da auch einfach für mich, für jemand, der zu viel versteht, ist das halt alles nicht mehr so die Lachmuskelreizung. Für jemanden, der weniger fehlinterpretiert und weniger der Fantasie überlässt und weniger sich irgendwie eine Vorstellung ausmalt, sondern halt einfach aus dem Standpunkt Ursache und Wirkung alles versucht logisch zu durchdenken. Für denjenigen ist vieles, was ein anderer für witzig erachtet, überhaupt nicht witzig. Auch wenn man es vielleicht verstanden hat, aber es ist halt, wie es ist. So gesehen. I wonder what went through her mind being trapped in here, experimented upon. It's horrible. Faith died in that bed, all alone. Faith's drawings. I wonder what went through her mind being trapped in here, experimented upon. It's horrible. Faith died in that bed, all alone. This is the house Faith. This is. Okay, prüfe ich mal jedes Bild. Ah, das sind einige mehr. This is the house. Faith's drawings. I wonder what went through her mind being trapped in here, experimented upon. It's horrible. Faith's draw. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich erwische dieses kleine Bild nicht. Ah, jetzt. Faith's draw. Irgendwie Faith's. Irgendwie hilft das nicht. Faith. 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 Okay. Ich glaube, ich habe hier alles. Just in case. Na, hier ist nichts, ne? Ups. So, ich kann heute leider auch nicht ewig lang machen. Ich muss jetzt schon bald mich fit für meine Frühschicht machen. Nur schon mal so als Ankündigung. Ich bin zwar noch eine Weile hier, aber ich will halt nicht vom Stream dann zur Arbeit eilen müssen. It looks to be in working order. Aber es ist cool, dass du jetzt in der Nacht noch Zeit hattest. Das
Ich habe mit niemandem gerechnet, ehrlich gesagt. Ich hatte einfach nur Bock zu streamen und zu spielen nach meiner Nachtschichtwoche. It looks to be in work. Und das Gespräch ist ultra interessant. It looks to be in working order. Faith's room. She lived and died in there. Poor girl. Oha. Oha, oha. Ja, du bist sehr nett. In der Tat. Und das, obwohl wir uns jetzt so via Stream noch gar nicht so lange kennen. There's a big power switch in here. It's a production line. It looks pretty old-fashioned. Und ich bin hier gerade echt stuck. Eigentlich muss ich hier irgendwie wieder raus. Kriege ich das halt noch hin oder sollte ich das beim nächsten Mal machen? Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich auch einfach irgendwas übersehen. Hoch muss ich auf keinen Fall, denke ich. Hier gibt es eine schwarze Wand. Da oben ist doch eine Tür. Ich glaube, da muss es auch. Da, genau. Hier geht das doch raus, bestimmt. Come on. That panel controls the loading bay doors. Ja. Ja, genau. Okay, ich habe es geschafft. Hier geht das hinaus. Ja, es ist deine Entscheidung und ich kritisiere die jetzt auch nicht so wirklich. Nur du musst halt bedenken, dass es manchen auch zu doll sein kann. Hui, ich bin wieder draußen. Okay, das kann ich hier, glaube ich, noch abschließen. There's no way to use it without gaining access to the system. Du hast schon die Hochzeit geplant. Oh, weia. I should be able to climb up there now. I should be able to climb up there now. Climb up. Du willst doch hier runter. Mon Dieu. Ich komme hier nicht raus. Dann vielleicht doch hier. Mit den Super Mobile. Ja, okay. Impossible. Nee. Security's way too heavy. Schade. Schade. Oder muss ich doch wieder nach oben? Eigentlich wahnsinnig unlogisch. Ich möchte doch jetzt eigentlich hier wieder weg. I should be able to climb up there now. Oder sehe ich das falsch? I should be able... Sehe ich das falsch? Ich möchte doch hier weg, logischerweise. It goes all the way up to the roof. Ich habe die Informationen mitgenommen. Ich habe eine Access Card. Ach, eine Access Card. Ich habe eine Access Card. Wie komme ich jetzt erst drauf? Ich will keine Kinder. Das weiß ich schon ganz, ganz sicher und schon lange.
Aber ich kenne sowas, ehrlich gesagt. Wenn ich wirklich jemanden gern habe, denke ich auch sofort an sowas. Aber das ist halt der Punkt, wo meine Lebenserfahrung und meine Vernunft Mitspracherecht hat. Ganz einfach, weil ich weiß, was ich für ein Leben leben musste und wie sich das für mich angefühlt hat. Und dass ich halt weltliche Bestrebungen habe. Und so. Und das darf jetzt für heute erstmal das gewesen sein, würde ich sagen. Ja, Seniorenclub, ganz wichtig, ich weiß. Das Kappa natürlich. Okay, auf jeden Fall, ich mache jetzt Feierabend. Also im Stream Feierabend. Es hat mich gefreut, dass du da warst. Wollen wir noch mal irgendwo rüberhuschen? Ist noch jemand da? Mal gucken. Ich könnte uns noch mal zurück zu Meta bringen. Aber Meta wirst du wahrscheinlich nicht mögen. Komm gut in den Dienst. Sei brav. Ich bin den Leuten, glaube ich, viel zu brav auf der Arbeit. Das Problem ist, wäre ich nicht brav, wäre ich arbeitslos. Weil mit mir echt niemand klarkommt. Na, für die C privat habe ich gar keine so großartige Zeit. Sei richtig böse, ja. Ich bin nur so böse in dem Sinne, wie ich ehrlich bin. Meine Ehrlichkeit spreche ich halt ruhig aus, meistens. Ich bin da nicht so emotional ausschweifend wie manche. Für mich ist meine Ehrlichkeit gepaart mit meinem Verständnis einfach das Resultat, dass ich das ruhig ausspreche. Das ist alles nicht so emotional überschwinglich gemeint. Deswegen stimmt das so. Und das macht mich halt langweilig. Zeit nimmt man sich. Ja, genau, ich nehme mir schon sehr, sehr viel Zeit. Aber ich habe halt mein Geld zu verdienen manchmal. Und auch dafür zu sorgen, dass ich mein Geld mit Leistung verdiene. Und nicht mit Schlafen. Oder mit Schwächeanfällen. Nee, OnlyFans, das kriegst du vielleicht bei Meta. Da schicke ich uns mal kurz hin. Kannst ihn ja nach seinem OnlyFans, wie heißt das? Ja, OnlyFans-Account fragen. Dann freut er sich. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Und eine schöne Nacht noch, einen schönen Wochenstart. Vielleicht bis zum Wochenende dann. Und ciao, ciao.